Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, das von mir gestern so angekündigte Update, beziehungsweise das, was wir in dem Video gestern so spekuliert haben, ist so in der Form leider nicht erschienen. Allerdings ist dafür gestern noch das neueste Update 19.5, Version 19.5 online gegangen. Und da gibt es einige interessante Themen, die wir doch noch zu bereden haben und ja, ein, zwei sehr coole Sachen auch für Free-to-Play-Spieler dabei. Wir gehen aber erstmal rein in den Changelog, bevor wir uns das andere anschauen, und zwar alle Neuerungen für SF. Falls ihr natürlich nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auf dem Kanal hier sehr gerne ein kostenloses Abo da lassen, dann seid ihr immer über die neuesten Updates zu Shakes and Fidget informiert. Vielen lieben Dank für den Support. Neue Features, neuer Legendary Dungeon, massives Winterspektakel und Lebkuchenkeilerei. Ja, die Lebkuchenkeilerei, das erklärt auf jeden Fall den Trailer, den ich euch gestern gezeigt habe. Neues Legendary Item Set, neue Gegner, Bosse, Ebenen, Vertonung und Sounds. Erstmals zusätzliche visuelle Effekte, die in den Optionen ausgeschaltet werden können. Das neue Legendary Item Set ist auch schon erschienen, beziehungsweise halt hier die Items sind hier wieder zu sehen. Es ist diesmal ein komplett neues Item-Set. Die letzten Male waren ja immer, glaube ich, 3 neue Items, beziehungsweise in den, wie soll ich sagen, in den Kategorien von den einzelnen Themen des Legendary Dungeons haben wir hier immer Erweiterungen gehabt, und jetzt haben wir ein komplett neues Set dazu bekommen. Hier das massive Winterspektakel halt, ne? Und hier haben wir halt eben komplett 4, 8, 12 neue Items. Das ist natürlich sehr cool. Also es gibt einiges zu erkunden, und wir werden natürlich versuchen, alle Items auch auf dem Main zu finden. Morgen am Donnerstag um 16 Uhr, glaube ich, macht ja schon der Legendary Dungeon auf S31 auf. Werden wir auf jeden Fall auch streamen. Ich versuche 16 Uhr am Start zu sein. Ich kann es aber nicht ganz genau versprechen, ob ich es schaffe. Ja, ich richte mal den Stream so gegen 18 Uhr ein. Aber es könnte sein, dass ich den auch früher starte. Müsst ihr mal schauen. Zwischen 16 und 18 Uhr bin ich auf jeden Fall online. Und da werden wir reingehen in den Legendary Dungeon und versuchen, am ersten Tag auch gleich alle neue Gegenstände freizuschalten. Das ist meine Mission für den Tag am Donnerstag. Morgen halt. Und vielleicht seid ihr dabei. Es wird sich nämlich auch die Spielweise des legendären Dungeons ändern durch das Update, was gestern erschienen ist. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Und wir machen mal weiter erstmal. Verbesserung, Optimierung der täglichen Aufgaben und Eventaufgaben aufgrund von Community-Feedback, damit diese angemessener zu erfüllen sind. Sehr wichtig. Einmal für den Kampf in der Gilde melden, Gildenangriff, Verteidigung oder Raid. Nice. Ist jetzt ein fester Bestandteil der täglichen Aufgaben. Alle Goldmengen, die für Eventaufgaben gesammelt werden müssen, wurden reduziert. Eventaufgaben, die mit den Läden zusammenhängen, erfordern nun geringere Ausgaben. Statt 20 müssen nur noch 5 Sanduhren gekauft werden. Extrem gut. Es muss weniger häufig neue Ware angefordert werden. Auch sehr gut. Die Eventaufgabe, die während des wöchentlichen Events Montag bis Donnerstag Rängestürmer stattfindet, wurde geändert. 100 Ehre aus Kämpfen gegen Helden in der Ehrenhalle gewinnen lautet jetzt 10-mal Kämpfe hintereinander in der Ehrenhalle gewinnen. Auch sehr gut. Ja, das sind sehr gute Updates hier. Dungeons, Wirbelwindsturm, Anzahl der ausgegebenen Items wurde optimiert, auch gut. Dämonenjäger, im Gildenkampf reduziert sich die durch das Elixier regenerierte Lebensenergie mit jedem Tod des Dämonenjägers nun wieder wie erwartet, statt stets 90% zu regenerieren. Wusste ich nichts von. Bei Wiederbelebung im Kampf wird jetzt die neue Grafik des Elixiers angezeigt. Stornierung bei den Bezahlvorgängen, okay. Nekromant, Klassenhinweis kleiner Hinweis, okay. Timer in WebGL, ja, ist jetzt auch nicht so dramatisch, sage ich mal. Behobene Fehler haben wir hier auch ein paar. Assassine bei Kämpfen in der Ehrenhalle macht der zweite kritische Schlag nun wieder den erwarteten Schaden. Und jetzt kommt hier ein ganz wichtiger Part, den könnte man fast überlesen so bei den Fehlern, behobene Fehler, weil man, ich überlese die immer oft so. Legendary Dungeon, Schicksalsklunker sollen bei den Bossen keine Wirkung zeigen, daher wurde dies korrigiert.
das liest sich zumindest für mich so, als ob in Zukunft die Schicksalsklunker bei den Bossen keine Auswirkung mehr haben. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt die Seele des Hasen genommen hat, dann hat man ja 40% mehr Schaden genommen. Ich hatte ja hier die Liste. 40% mehr Schaden genommen. Oder war das 20? Nee, 40% Escape-Chance und 20% mehr Schaden, wenn man von einem Monster getroffen wird. So war es rum, ja. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Seele des Hasen nimmt und man geht durch die Dungeons durch, dann kriegt man noch die 20% Schaden von den Monstern zwischen den Bossen, aber von den Bossen selbst nicht mehr. Das heißt, im Umkehrschluss aber auch zum Beispiel wie hier das Stierauge, das dafür da ist, den Schaden zu reduzieren von den Monstern um 20%. Wenn man das genommen hat, kann man die angreifen und dann kriegt man 20% weniger Schaden. Davon gibt es 3 Runen insgesamt, die den Damage jeweils für 20% von den Monstern reduzieren können. Das heißt dann aber auch im Umkehrschluss, dass sie nur für die Monster zwischen den Bossräumen da sind, bei den Bossräumen selbst, diese aber dann auch keine Auswirkung mehr auf diese haben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel beim Endboss seid und ihr habt da 3 mal 20% Schadensreduktion, konntet ihr vorher mit, sagen wir mal, pipapo 40% Leben trotzdem noch den Endboss besiegen. Das geht dann in Zukunft wohl anscheinend, werden wir morgen auch testen, nicht mehr, da die Schicksalsklunker sich nun nicht mehr auf die Zwischenbosse auswirken. Das verändert wiederum den Spielstil vom kompletten Legendary Dungeon. Das macht zum Beispiel so eine Rune wie die Seele des Hasen, die ja vorher schon wirklich stark gewesen ist, noch stärker. Denn das ist bei 25% war das hier, nicht 20, 25%. Sorry, mein Fehler. Also noch mehr Schaden. Also das heißt, die Seele des Hasen wird dadurch noch stärker, weil man durch die Bosse keinen Schaden mehr bekommt. Beziehungsweise man bekommt noch Schaden, aber halt eben keinen zusätzlichen Schaden durch die Seele des Hasen. Da wurde man ja teilweise fast gewone-shottet vom Endboss. Wenn ihr zum Beispiel die Seele des Hasen genommen habt, dann habt ihr ja immer extrem viel Schaden bekommen durch die Bosse, durch die Zwischenbosse und durch den Endboss, weil ihr halt immer 25% mehr Schaden durch die Monster bekommt und halt eben auch durch die Bosse. Ne? So war es vorher gewesen. Und wenn man die Seele des Hasen hatte, dann brauchte man ein Dreiviertel Leben, um halt eben den letzten Endboss auch zu besiegen. Ansonsten, da hatte ja die Hälfte nicht gereicht, weil ihr halt eben 25% mehr Schaden bekommen habt. Das ist nun auch nicht mehr der Fall. Und dadurch ändert sich in einer bestimmten Art und Weise so ein bisschen auch die Meta vom Legendary Dungeon. Es verschieben sich gewisse Runen an verschiedene Tier-List-Platzierungen. Die Seele des Hasen wird halt exorbitant OP, aber im gleichen Atemzug fällt zum Beispiel auch so eine Rune wie zum Beispiel Eye of the Bull, was halt den Monsterschaden reduziert, oder Cursed Moonstone, das war Escape um 20% gesteigert. Ich weiß jetzt leider nicht mehr aus dem Kopf, welche hier noch den Schaden um 20% reduziert haben. Treasure of Hero, das war noch eine, die hat den noch um 20% reduziert. Also, und hier, Reduced Damage Caused by Monsters, die Pebble of Deceit Rune, ja, diese 3 Runen, die waren vorher zwar jetzt auch nicht so extrem gut, werden jetzt aber dementsprechend noch schlechter, weil die halt eben nur ausschließlich für die Zwischenmonster da sind, aber nicht mehr Einfluss haben auf die Zwischenbosse, so auf den Endboss und auf alle Zwischenbosse, sei es 25er Raum, 50er, 75er, also alle 4 Bosse. Da werden diese Runen deutlich schlechter. Das heißt, alle Damage Reduction Runen werden mit kommenden Legendary Dungeon deutlich
verschlechtert. Das macht jetzt, glaube ich, im Prinzip nicht so den Kohl fett. Werden wir aber rausfinden, ob sich dadurch die Meta des Legendary Dungeons bzw. neue Taktiken bzw. andere Runen besser werden. Habe ich jetzt auf den ersten Blick noch nicht so im Überblick, nur ganz grob. Die Sachen, die halt eben obvious sind, wie zum Beispiel Damage Reduction Runen oder halt eben Runen, wo man halt eben mehr Damage bekommt. Ne? Also Seele des Hasen wird jetzt richtig, richtig OP. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Ich denke mal, das Video ist nach wie vor immer noch aktuell. Das heißt, falls ihr euch auf den Legendary Dungeon vorbereiten wollt, ist das Video immer noch per se nicht verkehrt, weil die Seele des Hasen vorher auch schon gut war und alle anderen sich noch relativ gleich einordnen würden, würde ich sagen. Ich verlinke euch mal die Playlist. Da habt ihr hier alle Sachen drin, die ihr braucht, ne? Auch so zum Serverstart, Festung, Unterweltausbau, Pet Guide etc. pp. Dungeon Pause Klassen, welche Klassen wählt man, ne? Verlinke ich euch mal, könnt ihr euch sehr gerne durchstöbern, ist auf jeden Fall für alles gut. Also so ein kleiner Punkt hier, aber dann doch, den sollte man auf jeden Fall Aufmerksamkeit schenken. Werden wir aber sehen. Wöchentliche Aufgaben. Der Hydra-Bonus wird jetzt ausschließlich bei den Tooltips der ersten beiden täglichen Belohnungspakete angezeigt und nicht mehr fälschlicherweise bei den wöchentlichen Event-Truhen. Okay, Pre-Registrierung, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Charakterauswahl, bei der Löschung eines lokalen Charakters wird das Charakterporträt nun wieder richtig unter den Text positioniert. Ja, ist jetzt auch nicht ganz so wild. Mobile App, allgemeine Informationen, Aktualisierung der Mindestanforderungen der Shakes & Fidget App, neues Feature, Läden. Einmal pro Tag kann jetzt neue Ware in den Läden für das Schauen von Werbung angefordert werden. Kann in den Einstellungen aktiviert werden. Das, finde ich, ist halt ein sehr geiles Feature für alle Free-to-Play-Spieler. Das geht halt eben nur auf der Mobile-App, das muss man dazu sagen. Dort kann man ja auch Abenteuer überspringen, wenn man Werbung schaut. Das geht ja jetzt so nicht auf im Browser so großartig irgendwie. Das ist halt so ein Mobile-Ding und das ist halt jetzt eben auch für die Leute, die Free-to-Play spielen, sollten das eventuell auch nutzen, denn einmal pro Tag neue Ware anfordern, anstatt für einen Pilz, fürs Schauen von Werbung, finde ich schon echt nice, muss ich sagen. Also das ist schon echt eine coole Sache, gerade wenn man jetzt so Epic-Event hat oder so, oder man ist am Anfang und sucht vielleicht noch einen Schlüssel, ne, im Waffenladen oder was weiß ich, Zauberladen, oder sucht ein Sammelalbum oder alles mögliche, was man aus den Läden rausbekommt, ist auf jeden Fall recht nützlich und nice to know auf jeden Fall, sollte man auf dem Schirm haben. Behobene Fehler, Registrierung, die Registrierung für den SF-Account über Apple ID, wieder problemlos möglich. Okay, gut, und ein paar Neuerungen beim Community-Portal, ne? Hier wurden ein paar Sachen auch gefixt auf jeden Fall und das sind so die News zum Update 19.5. Es, abseits des Legendary Dungeons gibt es keinen neuen Content, aber der Legendary Dungeon an sich ist ja schon erstmal neuer Content, weil der ja auch neu designt wird. Wir haben ein komplett neues Item-Set, eine komplett neue Kategorie und halt eben auch sehr spannend zu sehen, die Entwicklung von der aktuellen Meta, wie das Ganze jetzt aussehen wird. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall sehr gerne morgen hier auf YouTube vorbei. Ich werde das Ganze für euch live streamen. Und ja, dann würde ich sagen, war es das soweit von mir. Wir gucken noch ganz kurz, da gehen wir jetzt noch ganz kurz mal rein hier, losen noch, mal ganz kurz hier noch den Gewinner aus, das machen wir auch noch ganz kurz hier, zack. Okay, so, dann wollen wir uns mal ganz kurz hier, ganz kurz mal hier so kopieren, die URL, warte mal, ich muss mal ganz kurz die Seite aufmachen hier. Waren wir hier. So, da ist der Comment Picker. Damit ihr es nochmal seht, hier die URL ist kopiert. Zack, gehen wir rein. Ne? So, let's go. Choosen den Gewinner, laden die Kommentare und gewonnen hat diesmal EDM Zone. Glückwunsch, Christian, und viel Erfolg allen Morgen. Ja, Glückwunsch an dich, EDM Zone. Ja, gratuliert dann hier noch den vorherigen Gewinner. Auch sehr nice auf jeden Fall zu lesen. Muss man mal so sagen an der Stelle. Ehre dem Ehre gebührt. Deswegen jetzt heißt es
Glückwunsch an dich. Melde dich bitte bei mir auf Instagram oder auf Discord. Beide Links findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten war es das soweit von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.